Rib Kitchen Cheat. Heute mit meiner allerliebsten Leibspeise. Flammkuchen. Oder wie man hier in Amerika sagt, Flame Cakes. Meine lieben Freunde der Kochkunst, es geht also ums Regeln brechen, um Cheat. Am Tag nach dem Saufen oder beim Saufen oder beim Daydrinking oder was auch immer kann man gerne mal... Oh, das ist der Hund von Lunch, der da ein bisschen im Kanal schwimmt. Naja, also auf jeden Fall kann man auch mal sich was gönnen. Genauso wichtig wie vegane, gute Ernährung ist die Cheat-Day-Ernährung. Und da machen wir heute mein Lieblingsgericht, dem Flammkuchen aus dem Elsass. Und zwar fangen wir an mit dem Teig. Etwas Mehl mit Öl und Salz zusammenpacken. Dazu Wasser, bitte. Ganz normales, lauwarmes Wasser und dann mit den Händen zerkneten. Ja, genau. Also einfach so ja, kein Rührgerät oder was auch immer. Einfach mit den Händen kneten. Da wird er am schönsten, der Teig. Ich habe es ein bisschen abgespeedet. Muss man schon 20 Minuten kneten, das Ding, damit er so schön wird. Dann nehmen wir den Speck. Für den Speck, da habe ich quasi... Oh, Speck ist jetzt schon wieder nach 11 Monaten vegan. Oh, naja, egal. Also den Speck einfach klein schneiden in so, keine Ahnung, weiß nicht, wie nennt man das so, kleine Schnitze. Die kommen dann später auf den Flammkuchen oben drauf. Jetzt etwas Mehl da drauf machen, ruhig gehörig viel Mehl und eine ungefähr faustgroße Kugel von dem Teig wegnehmen. Man muss ein bisschen mehr als bei Pizzateig haben, weil der hat keine Hefe und der wird nicht fluffig. Trotzdem behandeln wie Pizzateig, einfach mit einer Rolle ausfahren und wenn es dann fertig ist, einfach das Mehl, also ich habe sehr viel Mehl jetzt genommen, so groß will ich ihn ungefähr haben und dann klopfe ich das weg, wie wenn man so ein Pferd. Ich habe früher sehr viel geritten in meiner Kindheit bei Frau Deppmeier in Mudau und da kann man das wegmachen. Oh, das brauchen wir gleich. Also Mehl wegklopfen wie beim Pferd und mit dem auf den Schieber dann draufnehmen. Wir machen den Flammkuchen wie eine Pizza im Pizzaofen, der ist schon vorgeheizt und jetzt brauchen wir erstmal Creme Fraiche. 2 Esslöffel Creme Fraiche einfach da drauf und eine Zwiebel, die habe ich vergessen klein zu schneiden, aber machen wir das eben jetzt, in kleine Scheiben schneiden und ruhig grob. Ich bin nicht so der gute Schneider, wisst ihr ja inzwischen. Mit Speck oben drauf, etwas Salz und ein ganz klein wenig Pfeffer da drauf und damit ist schon die Grundlage da. Ich mache gern Käse dazu, Emmentaler Käse, den raspel oder den reibe ich mit meiner coolen Reibe da drauf und ruhig viel Käse, ist ja Cheat Day und dann fehlt noch eine Sache, Trüffel. Und wir nehmen echten, schwarzen, italienischen Trüffel und den reiben wir über dieses Produkt drüber und schmeißen den rein. Und jetzt kann man eigentlich immer bis 20 zählen. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Also eigentlich bis 10. Okay, komm. Und dann rausnehmen und dann kann man quasi immer so um ein Achtel, vielleicht auch ein Siebtel oder ein Sechstel den Flammkuchen oder die Pizza, so mache ich auch Pizza drehen, weil das Ding ist ultra heiß und der Stein, den habe ich vorgeheizt, bestimmt eine halbe Stunde und deswegen ist der ultra heiß und das ganze Ding ist 350 bis 400 Gramm heiß, ja. Den Schnittlauch klein schneiden, der kommt am Ende drauf und jetzt sind schon wieder 20 Sekunden, 15 Sekunden rum, wieder um ein Sechstel drehen. Das Ganze müsst ihr, mathematikmäßig 6-mal dann machen und zwischendrin kann man immer das, guck mal, da raucht was, das smoked was, gibt's später, also irgendwann später. Oh, guck mal, der Amazon-Mann kommt. Also, die Pizza genau eine Amazon-Lieferung da drin lassen und dann rausziehen. Und die wird wirklich sehr, sehr, sehr. Seht ihr das, wie schnell braun die schon wird? Dadurch, dass es so heiß ist, je heißer, desto besser. Und achtet drauf, dass ihr euch nicht verbrennt. Guckt halt zwischendrin auch mal rein. Aber es wird tatsächlich einfach sehr, sehr schnell fertig. Das ganze Produkt, wenn der Ofen richtig schön heiß ist, dann wird der Flammkuchen schön knackig und wunderbar. Und eigentlich, oh, guck mal, das ist fast schon angebrannt da hinten, oder? Ne, geht noch. Okay, ich freue mich drauf. Also das ist auf jeden Fall die Pizza, also nicht die Pizza, sondern der Flammkuchen, der Flamcake aus der Rib Kitchen und ein bisschen Schnittlauch noch oben drauf. So mag ich ihn am allerliebsten mit ein bisschen schwarzem Trüffel, Elsasser Spezialität und fertig ist das erste Gericht. Hier. David. Das ist David übrigens links. Rechts ist Olaf, bei dem habe ich fotografieren gelernt. Links ist David, der macht die Fotos. Komm, gib mal her. Lass mal Papa auch ein paar Fotos machen. Wir haben das alles immer fotografiert.
Weil es gibt auch ein Heft dazu und in diesem Heft sind dann die Gerichte mit allen Zutaten immer drin. Und dieses Mal heißt es #Cheat. Hey Olaf, David, fang mal an. Der alte Fotografen-Assistententrick. Also, das Heft ist jetzt draußen, www.ripkitchen.com. Viel Spaß beim Nachkochen.